Moin Leute, hier aus dem Headquarter in Hamburg vom Spin College. Wir kümmern uns heute um deinen Rückschlag. Da gibt es ja viele Varianten, viele Sachen, die man machen kann, sehr komplexe Sachen, aber auch sehr, sehr einfache Sachen. Was das genau ist, welchen Rückschlag wir uns angucken, das zeige ich dir jetzt. Viele Tischtennisspieler oder auch Tischtennisspielerinnen kommen zu mir und sagen, Simon, ich habe Probleme mit dem Rückschlag. Das ist ganz vielfältig, mit welchen Aufschlägen die Probleme haben, aber eine Sache, die immer wieder kommt, ist mit solchen Aufschlägen. Jemand stellt sich hin, macht irgendeine Show und dann kommt so ein Ei dabei raus. Das ist natürlich jetzt ein Aufschlag, der ist in Ordnung, ne, ist flach, hat ein bisschen Unterschnitt und viele Leute, die damit Probleme haben, gehen mit dem Schupfball ran, gerade auch aus den unteren Ligen, gehen mit dem Schupfball ran und dann geht der Ball ein bisschen zu hoch. Und manchmal ist es dann sogar so, dass wenn Material gespielt wird oder auch wenn angegriffen wird, dass da dann gleich Druck gemacht wird und man Probleme bekommt, sein eigenes Spiel aufzuziehen. Und dann kommen sie zu mir und sagen, Simon, wie kann ich denn auf so leere Bälle, wo so ein bisschen Unterschnitt drin ist, kannst du mir mal einen Flip zeigen? Dann sage ich, ist kein Problem, wir können gerne an einem Flip arbeiten, aber Flip ist manchmal nicht so ganz einfach zu spielen und es gibt noch eine andere Alternative und zwar sozusagen ein Druckschupf mit der Vorhand oder mit der Rückhand. Wie der funktioniert und warum der eigentlich auch ein bisschen einfacher ist, das spielen wir jetzt und zeige ich dir. Was dabei ganz wichtig ist, dass ihr den Ball nicht zu stark von unten anschneidet, was ihr zum Beispiel bei einem Schupfball machen würdet oder wenn der andere mit viel Unterschnitt aufschlagt. Oder trefft den Ball relativ zentral, sondern ihr habt eine leichte Schräge noch mit dem Schlägerblatt und geht von schräg hinten gerade an den Ball und gebt ihm eine Druckbewegung nach vorne mit. Das heißt, wir arbeiten jetzt nicht mehr unterm Ball, sondern wir arbeiten mit einer Druckbewegung, leicht schrägen Schläger gegen den Ball. Das Problem ist, wenn man den Schläger zu flach hat, muss man entweder sehr viel machen und ansonsten geht der Ball schräg nach oben. Wenn man den Schlägerwinkel zu steil hat, ist es so, es ist ja ein bisschen Unterschnitt drin, nicht viel, ein paar Umdrehungen sind dabei, aber es sind nicht viele und der Ball bleibt in der Netzmasche hängen. Das wollen wir vermeiden, indem wir mit einem Winkel Druck auf den Ball geben und ihn so sehr gut druckvoll spielen können. So, ihr seht jetzt, zum Beispiel bei der Rückschlagvariante habe ich im letzten Moment noch einmal abgeklappt und habe ihn tief in die Rückhand gespielt. Sehr, sehr gefährlich. Was ich bei dem Rückschlag sehr schön finde, ist der Ballabsprung. Und zwar, der Rückschlag ist nicht so, dass der Ball von unten angeschnitten wird und der Ball dann sehr hoch springt, sondern der ist sehr flach. Das heißt, er wird sehr scharf und läuft mit Druck und flach auf den Gegenspieler zu. Wir versuchen den Ball bei der Rückschlagvariante ein bisschen weiter oben zu treffen. Wir versuchen nicht, ihn hier unten zu treffen, sondern wir wollen, der Ball springt auf, hier wäre der höchste Punkt. Wir nehmen den kurz vorher und geben mit einer Druckbewegung und einem Balltreffpunkt im oberen Bereich den Ball mit einer leichten Streckung aus dem Ellenbogen, einen Druck mit und dadurch wird er richtig schön flach und geht hoffentlich ab wie eine Rakete und bringt eure Gegner vor Schwierigkeiten. So Freunde, das ist natürlich kein guter Rückschlag, ne? Der ist ein bisschen zu hoch und der andere kann den direkt durchrohren.
Damit das nicht passiert, müssen wir ein bisschen steiler rangehen. Was auch kein guter Rückschlag ist, wenn man zu steil an den Ball rangeht. Dann würde das hier passieren. Ja, der Ball würde im Netz hängen bleiben, weil doch diese Unterschnittrotation ist und der Ball runterzieht. Was wir wollen ist, dass wir diese aggressive Druckbewegung machen und gerade tief in Vorhand sind die meisten, vielleicht auch einige von euch, vielleicht ich auch selber, nicht allzu schnell unterwegs und kann natürlich auch sehr gefährlich werden, wenn wir da einen schnellen Rückschlag hinspielen und die Leute sich stark bewegen müssen. So, es gibt auch manchmal das Problem, wenn der Aufschlag ein bisschen zu hoch ist und ihr euch nicht wohlfühlt, mit einem Flip oder mit so einem leichten Topspin über den Ball zu gehen, dann müsst ihr bei diesem Rückschlag nicht nur gerade nach vorne gehen, sondern ein bisschen von schräg oben kommen und den Ball so ein bisschen runterdrücken. Das heißt, der Ball ist dann relativ hoch, sagen wir mal, der Aufschlag kommt hier rüber, geht so hoch übers Netz und kommt jetzt hier auf. Wenn wir jetzt diesen Druckschupf spielen, kann es sein, dass er knapp hinten rüber geht. Um das zu vermeiden, machen wir die Bewegung von schräg oben und drücken den Ball ein ganz klein bisschen auch noch nach unten. Wie gesagt, es ist keine Bewegung, die unterm Ball geht. Es ist immer noch diese Druckbewegung, aber wir ändern den Winkel und jetzt nicht mehr gerade von hinten, sondern wir gehen ein bisschen von schräg oben an den Ball ran. Für die Leute, die das schon ganz gut hinbekommen oder auch fortgeschrittenere Spieler, für die ist es natürlich auch noch super interessant, so eine Art leichten Flip zu spielen damit, mit einem offenen Schlägerblatt. Und zwar gehen wir auch so rein, wir machen jetzt keine Flip-Bewegung, wo der Schläger rüber geht, sondern wir lassen den Schläger offen und spielen die Bewegung mit einem offenen Schlägerblatt und geben mit dem Handgelenk hier noch einen kleinen Impuls mit dazu. Sehr, sehr effektiver Rückschlag und man sieht auch sehr spät, wohin geht dieser Rückschlag. Denn wir können den sowohl einmal in die tiefe Rückhand spielen, wir können den auch in die tiefe Vorhand spielen, wir können auch plötzlich noch umklappen und wirklich einen Flip spielen. Da gibt es viele Variationsmöglichkeiten. So Freunde, jetzt habt ihr gesehen, wie gefährlich das Ganze sein kann und wie effektiv das ist. Ich bin mal gespannt, wie das für dich läuft. Dabei musst du natürlich nochmal diese wichtigen Punkte im Kopf haben. Das war zum einen, dass wir versuchen, die Bewegung von hinten nach vorne zu machen. Das war zum zweiten, dass wir den Schläger so offen steil haben, dass es nicht zu steil ist, aber auch nicht zu steil, aber auch nicht zu offen, sondern mit einer leichten Diagonal, mit einer leichten Schräge den Ball, dritter Punkt, oben treffen und so den Ball scharf machen und sehr gefährlich für unseren Gegner. Ich habe damit selber persönlich viele schöne Punkte schon mitgemacht. Die Leute, die ich coach, berichten darüber sehr positiv, denn Simsalabim, der Rückschlag ist gar nicht so schwierig. Und mich würde mal interessieren, wie das für dich ist. Probier es gerne mal aus und gib mir dann Feedback. Wie läuft das bei dir im Spiel? Und kannst du den einsetzen und findest du das eher leicht oder schwer? Das war's von mir hier aus Hamburg vom Spin College. Leute, bleibt am Ball und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag.